Ich habe in den letzten Monaten 3 neue Becken gestartet, bei keinem ein Nitrit-Peak messen können. Gibt es dafür eine Erklärung? Ja, durchaus. Also es muss lange nicht jedes Becken einen Nitrit-Peak bekommen. Also häufig ist es so, dass je nachdem, wie du das Becken einrichtest, wenn du also auch gebrauchte Sachen aus anderen Aquarien da drin verwendest, ist die Chance groß, dass also möglicherweise schon genug Biofilm vorhanden ist, dass es von daher keinen nennenswerten oder messbaren Nitrit-Peak bekommt. Und die zweite Sache ist, wenn du zum Beispiel ein Wasser hast, was extrem nitratarm ist, ja, also in dem Ausgangswasser schon quasi kein Nitrat drin ist, dann wirst du auch vermutlich keinen Nitrit-Peak bekommen. Weil der Nitrit-Peak entsteht eben nicht nur, wie nach landläufiger Meinung, eben durch verrottendes Futter oder verrottete Stoffwechselprodukte der Fische oder was auch immer. Nein, das entsteht auch durch Reduktion von Nitrat. Ja? Also die denitrifizierenden Bakterien vermehren sich bei weitem schneller als die nitrifizierenden. Ja, also unsere sogenannten Filterbakterien. Das bedeutet, dass also erst eine Reduktion stattfindet. Ja, die geht also teilweise bis zum Ammoniak zurück. Ja, es entsteht also Nitrit und Ammoniak. Und um dann irgendwann wieder, weil die Filterbakterien dann irgendwann einsetzen, dass dann quasi der Abbau wieder in die andere Richtung verläuft. Ja, und wie gesagt, wenn du kein nennenswertes Nitrat im Wasser hast, ist also durchaus die Chance groß, dass du keinen Nitrit-Peak bekommst. Anders sieht es aus, wenn du vor dem Nitrit-Peak oder schon sehr, sehr kurz nach der Einrichtung schon Fische einsetzt. Ja, dann kann das natürlich passieren. Die andere Sache, es gibt natürlich auch hier diese Bakterienstarterprodukte. Ja, da gibt es also unter den Bakterien, die da enthalten sind. Ja, ich behaupte ja, das sind keine Filterbakterien, die da drin sind, sondern das sind sehr häufig Milchsäurebakterien. Unter den Milchsäurebakterien gibt es einige Arten, die also quasi in der Lage sind, die Aufgabe der Filterbakterien kurzfristig zu übernehmen. Ja, dass also da durchaus eine Wirkung eintritt, aber diese Wirkung, die diese Milchsäurebakterien haben, bewirkt auf der anderen Seite, dass die tatsächlichen Filterbakterien eben dadurch irgendwo gehemmt werden, weil diese Milchsäurebakterien den Filterbakterien quasi die Nahrung wegnehmen. Ja? Und dadurch ist es so, dass eben diese Starterprodukte eigentlich eher das Einfahren des Aquariums dauerhaft gesehen oder langfristig gesehen eigentlich behindern, statt es zu fördern. Ja? Deswegen bin ich der Meinung, man sollte eigentlich die Finger von solchen Produkten lassen. Ja, also das wäre, wie gesagt, auch noch eine Erklärungsmöglichkeit.